Elon Musk's mother, Maine Musk, has come out in support of Usha Vance, who is the second lady of the United States. Er ist dafür bekannt, dass er seine Meinung sagt zu Politik, Technik, Raumfahrt und sogar zu kontroversen Persönlichkeiten. Doch dieses Mal wandte Elon Musk seine Aufmerksamkeit jemandem zu, der normalerweise nicht im Rampenlicht steht, Usha Vance. Und was er gerade über sie enthüllt hat, lässt die Leute fragen, warum jetzt und was bedeutet das? Kurze Frage, denken Sie, dass Elon zu viel Wahrheit sagt? Oder einfach zu viel? Geben Sie eine 1, wenn Sie denken, dass er ehrlich ist. Oder eine 0, wenn er manchmal zu weit geht. Wir sind neugierig, was Sie denken. Was hat Elon Musk also tatsächlich über Usha Vance gesagt? Und warum schlägt es in den sozialen Medien und in politischen Kreisen Wellen? Bleiben Sie dran. Wir werden die Wahrheit hinter dieser brisanten Geschichte aufdecken. Usha Vance, Ehefrau von Senator J.D. Vance, ist Absolventin der Yale Law School und ehemalige Mitarbeiterin des obersten Richters John Roberts am Supreme Court. Sie ist brillant, privat und macht nur selten öffentliche Schlagzeilen. Doch als Musk letzte Woche bei einem Podcast-Auftritt über sie sprach, zog er die Augenbrauen hoch und stellte Fragen. Elon Musk und Usha Vance, die Second Lady der Vereinigten Staaten, haben keine öffentlich dokumentierte persönliche Beziehung. Es gab jedoch bemerkenswerte Interaktionen und gegenseitige Anerkennungen zwischen Musk und der Familie Vance im öffentlichen Raum. Anfang 2025 lobte die Mutter von Elon Musk, May Musk, Usha Vance öffentlich und beschrieb sie als noch liebenswerter in Person, intelligent und charmant. Dieses Lob kam inmitten von Diskussionen in den sozialen Medien, die Usha Vances historische Rolle als erste indischstämmige Amerikanerin und Hindu im Amt der zweiten Frau der Vereinigten Staaten hervorhoben. Außerdem hat sich Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X mit Inhalten über die Familie Vance beschäftigt. Im Juli 2024 reagierte er mit einem lachenden Emoji auf einen Beitrag, in dem JD und Usha Vance zu sehen waren und der auf humorvolle Art und Weise die Häufigkeit von indischen Amerikanern in Führungspositionen kommentierte. Die Leute reden über JD, aber was sie übersehen, ist, dass Usha der wahre strategische Kopf im Raum ist, sagte Musk. Sie unterstützt nicht nur eine politische Karriere, sie trägt dazu bei, die nächste Welle konservativer Technologiepolitik zu gestalten, und fast niemand sieht ihr dabei zu. Dies führte zu einem Anstieg der Online-Suchanfragen über Usha Vance und zu Spekulationen darüber, ob sie in der Welt der politischen Technologien eine viel größere Rolle spielt, als man bisher angenommen hatte. Einige nennen sie die stille Kraft hinter einem aufstrebenden Senator. Andere glauben, dass Elon eine subtile Warnung aussprach. Oder vielleicht sogar ein Kompliment mit tieferer politischer Bedeutung. Elon Musk, Usha Vance und das veränderte Gesicht der amerikanischen Politik. Obwohl Elon Musk wieder einmal für Schlagzeilen sorgt, richtet sich die Aufmerksamkeit dieses Mal nicht nur auf seine revolutionäre Arbeit mit SpaceX oder Tesla. Vielmehr steht sein wachsender Einfluss auf die amerikanische Politik im Mittelpunkt des Interesses. Musk, der schon seit geraumer Zeit eine Figur von globaler Bedeutung ist, betritt nun selbst ein neues politisches Feld. Eines, das eine Verbindung zwischen ihm und Präsident Donald Trump herstellt. Die Bedeutung seiner Gedanken und das Gewicht, das sie im politischen Umfeld haben, werden durch die Tatsache, dass er zum vertrauenswürdigen Berater des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ernannt wurde, nur noch verstärkt. Usha Vance, die Frau von Vizepräsident J.D. Vance, war das Thema der jüngsten Äußerungen von Musk, die völlig überraschend kam. Diese Äußerung hat eine Welle von Diskussionen und Auseinandersetzungen ausgelöst, die quer durch die politischen Kreise ging. Die Erzählung von Usha Vance ist zweifellos fesselnd. Sie hat auf ihrem Weg sowohl Inspiration als auch Kontroversen ausgelöst, was sie in den Augen der Menschen zu einer faszinierenden Persönlichkeit gemacht hat. Aber was ist es, das Usha Vance so viel Aufmerksamkeit verschafft? Welche Faktoren tragen zu ihrer Bekanntheit in der politischen Szene bei? Wenn man die Rolle von May A. Musk, der Mutter von Elon Musk, die Usha Vance angesichts der Kritik der Medien öffentlich unterstützt hat, wird das Thema noch komplizierter. Ich verstehe nicht, warum May A. Musk, eine Frau, die für ihre eigenen starken Ideen bekannt ist, das Bedürfnis hat, sich in diesen Konflikt einzumischen. Wir müssen uns eingehender mit der Geschichte von Usha Vance, ihrem Einfluss und den Gründen befassen.
warum sie zu einem Blitzableiter für Kontroversen geworden ist, um die Bedeutung ihrer Rolle in dieser Dynamik vollständig zu verstehen. Bei Ushas Reise geht es nicht nur um persönlichen Erfolg. Darüber hinaus dient sie als Spiegel für die komplexen Machtsysteme, die derzeit die Politik in den Vereinigten Staaten prägen. Ein interessanter Einblick in die Art und Weise, wie politische Allianzen, die Aufmerksamkeit der Medien und persönliche Erzählungen die moderne politische Arena beeinflussen, wird durch ihre Geschichte gewährt, die mit der sich entwickelnden politischen Macht von Elon Musk und dem Aufstieg von J.D. Vance. Im weiteren Verlauf des Dramas wird überdeutlich, dass Usha Vances Beteiligung an der politischen Diskussion weit mehr als eine Randbemerkung ist. Der Schlüssel zum Verständnis der wechselnden Gezeiten der amerikanischen Politik liegt in ihrem Einfluss, sowohl direkt als auch indirekt. Und Musks Beteiligung fügt dieser sich ständig weiterentwickelnden Geschichte lediglich eine weitere Ebene von Interesse hinzu. Ihr Einfluss ist der Schlüssel zum Verständnis der wechselnden Gezeiten. Wer genau ist Usha Vance und warum wird ihr Aufmerksamkeit zuteil? Obwohl sie im Hintergrund zu stehen scheint, gehen wir näher auf den Charakter von Usha Vance ein, der Frau des derzeitigen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Sollte man Usha Vance als Repräsentantin des amerikanischen Traums oder als Objekt der Begutachtung betrachten? Trotz ihrer Position als zweite Frau des US-Präsidenten ist Usha Vance niemand, der aktiv im Rampenlicht stehen möchte. In der Vergangenheit hat die Ehefrau des Vizepräsidenten traditionell die Rolle einer Unterstützerin hinter den Kulissen gespielt, die eher diskret ermutigt, als die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das Interesse und die Zuneigung der Öffentlichkeit von Ushas Lebensgeschichte gefesselt sind. Usha ist 39 Jahre alt und verkörpert den Kern dessen, was es bedeutet, den amerikanischen Traum zu leben. Sie verkörpert die Qualitäten von Beharrlichkeit, harter Arbeit und akademischer Exzellenz. Sie wurde als Kind indischer Einwanderer geboren. Ihr Weg aus den Arbeitervierteln von San Diego zu angesehenen Institutionen wie Yale und Cambridge ist schlichtweg inspirierend. Ihr Weg begann in San Diego. Ushas Geschichte ist die eines Self-Made-Erfolgs, der zeigt, dass es möglich ist, in die höchsten Ränge der Gesellschaft aufzusteigen, wenn man entschlossen und begabt genug ist, dies zu tun. Bei mehreren Gelegenheiten hat ihr Ehemann J.D. Vance, der derzeit als Vizepräsident der Vereinigten Staaten amtiert, hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihn Ushas Leistungen beschämen. Seine Memoiren Hillbilly Elegy, die ein Bestseller waren und seine schwierige Kindheit in einem armen, weißen Arbeiterviertel thematisierten, brachten Vance, einem ehemaligen Senator aus Ohio, die Aufmerksamkeit der ganzen Nation ein. In dem Buch, das als Grundlage für eine spätere Verfilmung diente, schildert er ausführlich seine Schwierigkeiten und Erfolge, bevor er sich an der Yale Law School einschrieb. Dort hatte er die Gelegenheit, Usha kennenzulernen, eine Person, die er als unglaublich klug, freundlich und lebensverändernd beschreibt. Als Usha in Yale studierte, galt sie als ein intellektuelles Kraftpaket. Sie zeichnete sich durch ihre akademischen Leistungen aus und unterstützte gleichzeitig ihre Lehrer und Mitschüler. Sie war eine der wenigen Personen, die ihre Notizen und Ratschläge in einem Umfeld, das manchmal von Konkurrenzdenken geprägt war, freiwillig mit anderen teilte. Sie erwarb sich den Respekt sowohl ihrer Studenten als auch ihrer Lehrer, indem sie den Details ihres Jurastudiums große Aufmerksamkeit schenkte und sie ordentlich bearbeitete. Viele ihrer Kommilitonen und Professoren bemerkten, wie nett und hilfsbereit sie war, selbst gegenüber denen, die sie als akademische Konkurrenten betrachteten. In den Jahren, die sie zusammen verbrachten, war Usha ein zuverlässiger Gesprächspartner für J.D. und bot unerschütterliche Unterstützung und Orientierung. Daran erinnert sich auch ein enger Freund, der jetzt Juraprofessor ist. Man sagt, dass sie sogar als sein geistiger Führer bezeichnet wurde, was ein Beweis für den bedeutenden Einfluss ist, den sie auf seine Lebensentscheidungen hatte, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Ushas Weg war jedoch nicht frei von Schwierigkeiten, auf die sie gestoßen ist. Sie wurde heftig kritisiert, insbesondere von bestimmten Medienseiten, die sich auf ihre Herkunft konzentrierten, obwohl sie erfolgreich und intelligent ist. Einige Kritiker haben sich bemüht, ihren Beitrag herunterzuspielen, indem sie in Frage stellten, ob sie mit den politischen Ideen ihres Mannes übereinstimmt oder nicht. Trotzdem räumt Usha weiterhin Hindernisse aus dem Weg, und zwar auf eine Art und Weise,
die sowohl leise als auch stark ist und ein Vorbild an Beharrlichkeit und Intelligenz darstellt. Werfen wir einen Blick auf die vielen Perspektiven, die die Vances vertreten, sowie auf den Aufstieg von Usha Vance in der politischen Sphäre. Abgesehen von der politischen Entwicklung von Usha Vance und den Ansichten des Machtpaares, hat die Politik eine besondere Art, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verändern. Und die Reise, die Usha Vance unternommen hat, ist ein hervorragendes Beispiel für diese Metamorphose. Nachdem sie früher eine eingetragene Demokratin war, wird sie jetzt durch das Prisma ihres Mannes, J.D. Vance, der seine Karriere als konservativer Politiker vorantreibt. Andererseits ist ihre persönliche Erfahrung viel komplexer als ein einfacher Wechsel der Parteizugehörigkeit. In den letzten 10 Jahren hat Usha hart gearbeitet. In Anbetracht der Tatsache, dass J.D. Vance sich einen Namen gemacht hat, indem er vehement das anprangert, was er als Woke-Ideologie bezeichnet, finden es einige Kritiker komisch, dass seine Frau früher in ähnlichen Kreisen verkehrte. Auf den ersten Blick scheint ihre Ehe ein Paradoxon für sie zu sein. Der Werdegang von Ushas Karriere ist dagegen komplizierter. Obwohl sie für eine als progressiv geltende Anwaltskanzlei tätig war, stand sie auch in enger Verbindung mit juristischen Organisationen, die als konservativ gelten. Der oberste Richter des obersten Gerichtshofs, John Roberts, war eine angesehene, aber etwas unberechenbare Figur in der konservativen Mehrheit des Gerichts. Sie arbeitete als Sekretärin für ihn. In den folgenden Jahren arbeitete sie für Richter Brett Kavanaugh. Die Tatsache, dass sie in der Lage ist, sich sowohl in der progressiven als auch in der konservativen Welt zurechtzufinden, deutet darauf hin, dass sie sich nicht ohne weiteres in eine Schublade stecken lässt. Sie ist eine der umstrittensten konservativen Richterinnen in der Geschichte der Neuzeit. Sie hingegen ist eine juristische Denkerin, die sich mit Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln auseinandersetzt. Außerhalb der Bereiche Politik und Recht gibt es jedoch einen Bereich, in dem sich die Vances völlig einig sind, nämlich die Familie. Die Ehe zwischen Usha und J.D. fand 2014 im US-Bundesstaat Kentucky statt. Und das Paar zieht derzeit 3 gemeinsame Kinder auf, Mirabelle, Vivek und Yuan. Sie haben es zu einer Priorität in ihrem Leben gemacht, gemeinsam ein sicheres und liebevolles Umfeld für ihre Kinder zu schaffen. J.D., der häufig über die Herausforderungen seiner Erziehung gesprochen hat, misst Usha eine große Bedeutung bei, weil sie der Familie ein Gefühl der Stabilität vermittelt. Er schreibt die Wärme und Stabilität, die ihre Familie auszeichnet, ihrem Einfluss zu, den er ihr zuschreibt. Usha sagte in einem Interview mit Fox News, dass die beständige Liebe, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat, die Quelle ihrer eigenen Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit ist, trotz der Herausforderungen, denen sie gegenüberstand. Sie und J.D. sind der festen Überzeugung, dass ein solides familiäres Fundament eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg ist, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben, auch wenn sie aus unterschiedlichen Verhältnissen stammen. Sie konzentrieren sich weiterhin auf etwas Dauerhaftes, nämlich auf ihr Haus und die Zukunft, die sie für ihre Kinder aufbauen, obwohl sie in einer Welt leben, in der politische und ideologische Konflikte häufig im Mittelpunkt stehen. In Indien wird Usha Vance viel gelobt, während sie in den Vereinigten Staaten viel Kritik einstecken muss. Das ist so ähnlich, wie wenn es 2 Seiten einer Münze gibt. Ist dies der Fall? Und wenn ja, warum? Gehen wir den Details auf den Grund. Ushas Weg zum Erfolg. Ushas Weg zum Erfolg ist zu einem starken Symbol für Hartnäckigkeit und Stolz geworden. Vor allem in ihrem Heimatland Indien, insbesondere angesichts der Tatsache, dass dies in Indien eine Quelle des Stolzes und in den Vereinigten Staaten eine Frage der Diskussion war. Die Leistungen, die sie vollbracht hat, erfüllen ihre Familie, insbesondere ihren Urgroßvater in Andhra Pradesh, mit einem Gefühl immensen Stolzes. Chilukuri Santama, ein angesehener Physikprofessor aus der Region, brachte seine Bewunderung für Usha zum Ausdruck, indem er sagte, dass dies ein seltenes Ereignis sei, das nur einmal in 1 Million Fällen vorkomme. Seine Äußerungen unterstreichen, wie ungewöhnlich es ist, dass jemand aus der eigenen Gemeinschaft so etwas Erstaunliches erreicht, vor allem in einem Land, das nicht das eigene ist. Der Aufstieg von Usha ist nicht nur ihr eigenes Verdienst. Die Bestrebungen, Ziele und mühsamen Bemühungen ihrer ganzen Familie sowie ihre tief verwurzelte Tradition werden durch sie repräsentiert. Während Usha in Indien sehr geschätzt wird, hat ihr Erfolg in anderen Teilen der Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kontroversen ausgelöst.
Dies gilt insbesondere für mehrere Länder. Einige Kritiker sehen in ihr einen lebenden Widerspruch und stellen ihren Aufstieg in Frage. Es wird allgemein angenommen, dass Usha ein Mitglied der wohlhabenden Elite ist, da sie einen Abschluss an einer Ivy League-Universität gemacht hat. Trotzdem hat sie sich mit einer politischen Figur verbündet, deren Anhängerschaft sich hauptsächlich aus Menschen mit konservativem und Arbeiterhintergrund zusammensetzt. Aus der Sicht vieler Menschen scheint Ushas Standpunkt eine unangenehme Mischung aus Populismus und Luxus zu sein. Eine Kombination, die für manche Menschen nur schwer nachvollziehbar ist. Genauer gesagt, im Bereich der Politik in den Vereinigten Staaten. Die Tatsache, dass sie indianischer Abstammung ist, wurde ebenfalls zu Unrecht kritisiert und von einigen Personen als Rechtfertigung für rassistische Übergriffe herangezogen. Personen, die nicht den restriktiven Normen der Gesellschaft entsprechen, sind diesen harschen und unbegründeten Beleidigungen ausgesetzt, die die zugrunde liegenden Vorurteile ihnen gegenüber zeigen. Diese Kritiker haben versucht, ihre Leistung aufgrund ihrer Herkunft herunterzuspielen, anstatt ihren Erfolg zu loben. Inmitten dieser harschen Behandlung fand Usha in Mai Musk, der Mutter von Elon Musk, einem Unternehmer der Technologiebranche, eine starke Freundin, Mai, die für ihre eigene Widerstandsfähigkeit und Tapferkeit bekannt ist, unterstützte Usha während des Vorfalls öffentlich gegen die Übergriffe. Ihre Unterstützung war nicht nur eine dringend benötigte Demonstration von Einigkeit, sondern bekräftigte auch das Konzept, dass Leistungen, unabhängig von ihrer Herkunft, anerkannt und gewürdigt werden sollten, anstatt sie niederzureißen. Die Geschichte von Usha ist eine eindringliche Erinnerung an die Schwierigkeiten, mit denen diejenigen konfrontiert werden, die Grenzen überwinden und sich über ihre Umgebung erheben. Ihre Erfahrung veranschaulicht die Bedeutung von Beharrlichkeit, Widerstandsfähigkeit und dem Mut, angesichts von Widrigkeiten die Fassung zu bewahren, obwohl sie mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert war. Menschen, die den Mut haben, trotz aller Hindernisse zu träumen, werden durch Ushas Leistung inspiriert, die als Licht der Hoffnung dient. Die Einzelheiten der Ankündigung von Elon Musk sind noch unklar. Es wird jedoch spekuliert, dass er sich zu ihrem politischen Leben, ihrem Beruf oder zu etwas Persönlichem geäußert haben könnte, das ihre Interessen betrifft. Dies könnte dazu führen, dass ihre Kritiker sie respektieren und schätzen lernen. Schauen wir uns die Hobbys von Usha Vance im Detail an. Vance, ein Leben voller Musik, Glauben und Führung. Neben den Verpflichtungen, die sie in ihrem Arbeitsleben hat, ist Vance eine Frau, die sich für eine Vielzahl von Dingen begeistert, was ihrem Leben einen Sinn gibt und ihre Kreativität anregt. Nicht nur, dass die Musik einen großen Teil ihres Lebens außerhalb der Arbeit einnimmt, sie wendet auch einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit auf, um ihrer Leidenschaft für die Musik nachzugehen. Dies ist nicht nur ein sehr emotionales, sondern auch ein sehr professionelles Engagement für die Kunst. Die berühmte Washington National Opera ist eine der Organisationen, für die sie als Treuhänderin tätig ist. Dieses Amt gibt ihr die Möglichkeit, einen Beitrag zur Kulturlandschaft zu leisten und sich für die Erhaltung der Künste einzusetzen. Darüber hinaus war sie aktives Vorstandsmitglied der Gates Cambridge Alumni Association, was ihr Engagement für die Künste in umfassenderer Weise unterstreicht. Darüber hinaus zeigt Vance ihr Führungs- und Organisationstalent auf dem Gebiet der Musik und der Wohltätigkeit, indem sie als Sekretärin im Vorstand des Cincinnati Symphony Orchestra tätig ist. In dieser Position zeigt sich ihr Führungs- und Organisationstalent. Vance' Einfluss und ihre Leistungen sind jedoch nicht nur auf den Bereich der Kunst beschränkt. Darüber hinaus ist sie nicht nur die erste Hindu, die in der Geschichte der Vereinigten Staaten das Amt der Second Lady bekleidet, sondern sie nimmt diese Position auch mit großem Stolz und Loyalität gegenüber ihrer Religion ein. Während sie die Komplikationen ihres öffentlichen Lebens meistert, ist sie transparent in Bezug auf ihre religiöse Identität und die Rituale, denen sie nachgeht. Sie verkörpert die Ideale, die für ihren Hindu-Glauben von zentraler Bedeutung sind. Der Wert und die Bedeutung von Vance' Privatleben ist mit dem ihres Berufslebens vergleichbar. Nach Abschluss ihres jeweiligen Studiums heirateten sie und ihr Ehemann im Jahr 2014 in einer atemberaubenden Zeremonie in Kentucky. Ihre Ehe war nicht nur eine gesellschaftliche oder rechtliche Zeremonie, sondern auch von tiefer spiritueller Bedeutung. Im Rahmen einer zweiten, privateren Zeremonie, die sowohl ihre religiösen Überzeugungen als auch ihre kulturelle Geschichte würdigte, wurden sie von einem Hindu-Experten gesegnet. Ein zielstrebig gelebtes Leben.
Ehrlichkeit und ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit, sowohl zu ihrer Gemeinschaft als auch zu ihrer Religion, spiegeln sich in dieser Kombination aus beruflichen Erfolgen, einer starken Hingabe an ihre Wurzeln und einer starken Hingabe an ihre musikalischen Leidenschaften wider. Vance ist nach wie vor eine Inspiration, denn sie jongliert elegant mit ihren zahlreichen Aufgaben und bleibt dabei den Dingen treu, die ihr am wichtigsten sind. In den letzten Jahren hat sich Elon Musk zu einer der prominentesten politischen Führungspersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt, obwohl er in politischen Fragen traditionell eine passive Haltung eingenommen hat. Lassen Sie uns in die Details seines Einflusses in Trumps innerem Kreis eintauchen. Der Einfluss von Elon Musk und Trumps innerer Kreis. Musk, der einst zögerte, sich zu engagieren, hat nun seine Rolle als politisches Kraftpaket voll angenommen und sich mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbündet, um Unterstützung zu gewinnen. Durch die Umsetzung dieser Strategie wurde Musk in das Zentrum der Regierung katapultiert, wo er sich schnell als einer von Trumps vertrauenswürdigsten Beratern und treuesten Verbündeten etabliert hat. Es heißt, Musk nehme regelmäßig an hochrangigen Treffen teil und führe sogar private Telefongespräche mit internationalen Staatsoberhäuptern, was seinen Status als Schlüsselfigur bei der Beeinflussung politischer Entscheidungen weiter festigt. Die neue politische Macht, die Musk erlangt hat vor allem angesichts seiner Erfahrung in der Technologie- und Raumfahrtbranche für Kopfschütteln gesorgt. Sein wachsendes Engagement hat Anlass zur Sorge über die zunehmende Überschneidung zwischen den Interessen von Unternehmen und der Autorität politischer Institutionen gegeben. Musks Aufsicht über eine Abteilung für Regierungseffizienz, die den Bürokratieaufwand in der Regierung verringern soll, ist eine der wichtigsten Verpflichtungen, die mit diesem neuen Posten einhergehen. Obwohl dieses Vorhaben gut zu sein scheint, befürchten Kritiker, dass es sich dabei um einen heimlichen Versuch handeln könnte, die Behörden, die Musks eigene Unternehmen wie Tesla und SpaceX leiten, zu zerschlagen, was ihm möglicherweise einen unfairen Vorteil verschaffen könnte. Am anderen Ende des Spektrums steht J.D. Vance, der jetzt die Rolle des Vizepräsidenten innehat, hatte es schwer, seinen Platz in Trumps innerem Kreis zu finden. Wenn es darum geht, Macht zu erlangen, vor allem im Senat, stößt Vance auf Hindernisse, im Gegensatz zu Musk, der eine wichtige Position innehat. Die Bemühungen von Vance, Trumps Agenda im Kongress voranzubringen, stießen häufig auf Widerstand, obwohl er eine hochrangige Position innehat. Dieser Kampf wurde noch deutlicher, als ein Foto auftauchte, das hochrangige Berater von Trump zeigt, darunter Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr. und andere, an einem privaten Treffen teilnehmen. Vance war bei dieser Zusammenkunft offensichtlich nicht anwesend. Stattdessen war Vance hinter den Kulissen damit beschäftigt, die Republikaner im Senat zu drängen, Trumps Kabinettswahlen zu bestätigen. Er saß nicht mit Trumps engsten Vertrauten am Tisch, sondern arbeitete hinter den Kulissen. Die politische Szene hat sich stark gewandelt, was sich an diesem auffälligen Unterschied zeigt. Im Gegensatz zu Musk, einem milliardenschweren Unternehmer, der sich mühelos in Trumps innerem Kreis integriert hat Vance trotz seiner formalen Position Mühe, seine Relevanz zu wahren. Aufgrund der Rollen, die sie in Trumps Welt spielen, wird die Interaktion zwischen Wirtschaft und Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika von Tag zu Tag komplizierter. Der Grund, warum May Musk Usha Vance vor rassistischen Beleidigungen geschützt hat, war etwas, das viele Menschen für unglaublich hielten. Was haben die beiden gemeinsam? Ist es möglich, dass May Musk dem Profil von Usha Vance nicht widerstehen konnte? Finden wir es heraus. Wie May Musk Usha Vance zu Hilfe kam. Usha Vance ist Zielscheibe rassistischer Anschuldigungen und May Musk verteidigt sie. Die Mutter von Elon Musk, May A. Musk, entschloss sich, ihre Tochter Usha zu verteidigen, als sie die zunehmenden rassistischen Angriffe gegen sie bemerkte. Der Streit kam ans Licht, nachdem ein Beitrag auf X, damals noch Twitter, die Frage aufgeworfen hatte, warum so wenige Menschen Ushas historischer Stellung als erste indischstämmige Amerikanerin und erste Hindu im Amt der zweiten Frau gedenken. Tesla-Chef Elon Musk blieb nicht stumm. Ihre Antwort war eine direkte Reaktion auf den Artikel, in dem sie Usha aufrichtig verteidigte. Die Kommentare von May, in denen sie als wunderschön, intelligent und charmant beschrieben wurde, dienten dazu, der Flut von Negativität, die sie umgab, entgegenzuwirken. Mit nur wenigen Worten zeichnete sie ein Bild von Usha als einer anmutigen und intelligenten Frau,
die sich weigerte, sich von ungerechten Urteilen bestimmen zu lassen. Die tiefgreifenderen Komplikationen von Ushas Situation werden durch Musks öffentliche Demonstration der Unterstützung für ihre Position deutlich. Es ist ganz klar, dass Usha nicht nur J.D. Vance Frau ist, auch wenn die politischen Diskussionen noch andauern. Zweifellos ist sie eine wunderbare Persönlichkeit. Ihr Weg war geprägt von Hartnäckigkeit und dem Streben nach Größe. Sie hat die Korridore angesehener Institutionen durchschritten und dabei erhebliche Hindernisse überwunden. Jetzt befindet sie sich im Zentrum eines politischen Sturms, in dem jede Facette ihrer Identität auf den Prüfstand gestellt wird. Das von May vorgetragene Argument erinnert daran, dass Usha eine Person ist, die ihre eigenen Leistungen, Werte und ihre eigene Geschichte hat, unabhängig von den politischen Etiketten und ideologischen Fragen, die diskutiert werden. Eines ist sicher, auch wenn sich der Diskurs über sie ständig ändert. Sie ist eine Pionierin, die derzeit an einem einzigartigen Scheideweg in der Geschichte der Vereinigten Staaten steht. Werfen wir einen Blick auf die Dynamik der heutigen politischen Situation in den Vereinigten Staaten, die durch das Auftauchen unwahrscheinlicher Personen gekennzeichnet ist, die sich starke Positionen gesichert haben. Amerika ist geprägt von den Machtkämpfen und Allianzen, die innerhalb des Landes stattfinden. Politik, Reichtum und Macht waren schon immer einflussreiche Faktoren bei der Bildung von Gesellschaften, und diese Verbindung war stets eine treibende Kraft. Dennoch haben Personen wie Elon Musk, J.D. Vance und Usha Vance neue Dimensionen in dieser Dynamik, die immer in Bewegung ist. Jede dieser Personen spielt eine einzigartige Rolle im sich ständig verändernden Panorama der amerikanischen Macht. Trotz der Tatsache, dass Präsident Donald Trump seinen Einfluss auf die politische Landschaft ausbaut, scheint es, dass Musks Macht mit jedem seiner Schritte wächst. Musk hat sich zu einem Machtakteur von entscheidender Bedeutung entwickelt. Und er ist nicht mehr nur ein reicher Unternehmer. Dank seines Geldes, seines technischen Imperiums und seiner freimütigen Art hat er sich in der zeitgenössischen Politik einen nie dagewesenen Einfluss verschafft. Sei es durch seine Beteiligung an X, das früher als Twitter bekannt war, seine Bemühungen in der Weltraumforschung oder seine Fähigkeit, mit einem einzigen Beitrag die öffentliche Diskussion zu beeinflussen. Musks Reichweite ist beispiellos. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob er nur ein Zuschauer der politischen Gezeiten ist oder ob er sie aktiv lenkt. Während all dies geschieht, ist J.D. Vance, der einst ein Bestseller-Autor war und jetzt Senator ist, in einer etwas unsicheren Situation. Durch die Veröffentlichung seiner Memoiren Hillbilly Elegy konnte er eine Verbindung zu Konservativen aus der Arbeiterklasse herstellen, was zu seinem Aufstieg zu politischer Prominenz beitrug. Doch jetzt, da er gezwungen ist, sich mit den Schwierigkeiten der realen Verwaltung auseinanderzusetzen, fällt es ihm schwer, eine eigene Identität zu finden. Ist er ein Anhänger von Donald Trump? Ein Reformer, der populistisch ist? Oder etwas ganz anderes, obwohl er hart daran arbeitet? Sich innerhalb der Republikanischen Partei zu etablieren, ist nicht klar, wie seine Zukunft aussehen wird. Usha Vance hingegen ist ein komplizierterer Raum als die anderen, aufgrund der Tatsache, dass sie J.D. Vance und eine angesehene Anwältin ist sie sowohl der Bewunderung als auch der Kritik ausgesetzt. Sie gilt als kluge und intelligente Frau, die die Arbeit ihres Mannes mit viel Tiefe und Wissen unterstützt. Die Gegner hingegen untersuchen ihre Geschichte gründlich und stellen die Ungereimtheiten zwischen ihr und J.D. in Frage, die öffentlichen Identitäten bestehen. In einer Gesellschaft, in der politische Ehepartner zunehmend als verlängerter Arm der Ansichten und Meinungen ihrer Partner wahrgenommen werden, muss Usha den schmalen Grat zwischen Privatpersonen und öffentlichen Führungspersönlichkeiten überwinden. Im Laufe der Jahre werden die Auswirkungen von Musk, der Weg, den Vance einschlagen wird, und die Rolle, die Usha spielen wird, die Zukunft der amerikanischen Politik in einer Weise verändern, die nur schwer vorherzusehen ist. Könnte es sein, dass sie nur auf die wechselnden Gezeiten reagieren? Oder haben sie die Fähigkeit, den Weg der Handlung zu lenken? Sicher ist nur eines: dies wird nicht das Ende der Erzählung sein. Elon Musk und Vizepräsident J.D. Vance verbindet eine vielschichtige Beziehung, in der sich persönliche Beziehungen mit politischer Zusammenarbeit verbinden. Sie kommunizieren häufig und tauschen mehrmals pro Woche Texte und Anrufe aus.
Im Februar 2025 lud Vance Musk zu einem Abendessen im Naval Observatory ein und unterstrich damit ihre engen Beziehungen. In politischer Hinsicht war Musk ein wichtiger Unterstützer von Vance. Auf seiner Social-Media-Plattform X befürwortete er Vance öffentlich als den besten Vizepräsidenten aller Zeiten und unseren zukünftigen Präsidenten. Musk spielte auch eine Rolle bei der Entscheidung von Donald Trump, Vance als seinen Kandidaten für die Wahl 2024 auszuwählen. Was die Regierungsführung betrifft, so wurde Musk unter der Trump-Administration zum Leiter des Department of Government Efficiency, DOGE, ernannt. Trotz Berichten über sein bevorstehendes Ausscheiden aus dieser Funktion versicherte Vance, dass Musk ihm und Präsident Trump weiterhin als Freund und Berater zur Verfügung stehen werde. Die Beziehung der beiden ist zwar im Allgemeinen gut, aber es gab auch Momente der Spannung. Vance räumte ein, dass Musk bei den Massenentlassungen von Bundesbediensteten Fehler gemacht habe, betonte aber, dass man sich einig sei und Fehler akzeptiere. Darüber hinaus wurde ein viraler Audioclip, in dem Vance angeblich Musk kritisiert, als Fälschung entlarvt, was die Komplexität des öffentlichen Bildes der beiden verdeutlicht. Insgesamt pflegen Musk und Vance eine enge und einflussreiche Partnerschaft, die von gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit sowohl im politischen als auch im persönlichen Bereich geprägt ist. Ob man Elon Musk nun als Wahrheitssprecher oder als Schlagzeilenjäger betrachtet, eines ist sicher: Wenn er spricht, hört die Welt zu. Aber was denken Sie? Ist Usha Vance wirklich eine Macht hinter den Kulissen? Oder stiftet Elon nur wieder Unruhe? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Wir wollen von Ihnen hören. Wenn dieser Blick hinter den Vorhang Sie neugierig gemacht hat, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie die Seite und schalten Sie die Klingel ein. Denn die nächste Geschichte ist noch tiefgründiger.